Wahrscheinlich einer der wichtigsten Spiele in der Rückrunde, vielleicht sogar das mitentscheidende dann um die Meisterschaft zu Hause gegen den AS Rom, Spieltag 30. Wir haben nicht mehr viele Spiele, nach dem Spiel sind es noch 8 Ligaspiele und dann wissen wir, wer am Ende die Krone sich aufsetzen darf. Neapel hat schon gespielt, die haben gewonnen, die sind also nur noch 1 Punkt hinter uns. Rom kann auch noch mal rankommen, wenn sie denn heute gewinnen. Ja, und unsere Ausgangslage ist halt bekannt, aber Vlahovic ist heute wieder da, der ist wieder fit von Anfang an. Gott sei Dank. Und es gibt den ersten Freistoß. Aus sehr, sehr aussichtsreicher Position. Was sind das denn für Trikots, ey? Also, dass die italienische Liga ihre Mannschaft nicht alle lizenziert bekommen haben, das ist schon ein ganz großer Raub gewesen. Was ist das denn? Roma FC. Naja, sehr, sehr gute Position. Sehr, sehr gute Position, wenn jetzt nur noch ein Paul Pogba da wäre. Aber ein Talisca kriegt das auch hin. Um die Mauer, da liegt schon einer. Der kann den Ball jetzt schön hinterher gucken. Wir probieren es einfach mal mit Anderson Talisca, so weit rum wie es geht. Wäre doch mal ein guter Auftakt. 5. Minute, ja. Vielleicht hätte ich es doch mit dem Außenriss probieren sollen. Weißt du, innen rum, so wie Pogba das mal eins gemacht hat. Ja, und auch die Römer, ich glaube, die wittern so ihre letzte Chance. Da seht ihr nochmal die Tabelle, die Ausgangslage. 61, 59, 58 und wir spielen noch, glaube ich, gegen beide Mannschaften. Wir spielen sowohl gegen Neapel als noch gegen Inter, also von daher wird das auf jeden Fall bis zum Ende hin spannend. Es sei denn, wir starten jetzt mal so eine kleine Serie, so 3, 4 Siege in Folge. Und dann sieht das vielleicht auch ganz anders aus, aber ihr seht, Rom hätten sie schon fast die nächste gelbe Karte abgeholt. Sehr aggressiv. Vorne mit Werner unter anderem im Sturm. Talisca, ja, der Schuss war besser. Und dann machen wir es genau wie gegen Udine. In der Viererformation 4-2-3-1. Druckvoll. Vorne pressen. Und dann mit ein bisschen Glück hier das erste Tor schießen. Ja, Gravenberch. Der kann Traumtor. Hat schon 2 geschossen. Und der senkt sich eigentlich auch richtig gut, aber leider 5 Meter zu spät. Ansonsten wäre da vielleicht auch nochmal was anderes möglich gewesen. Aber auch hier, zack, jeder Ballgewinn im Mittelfeld, die 3 Mann vorne. Müssen auch mit nach hinten. Die haben auch eine Dreierkette, ja. Ich glaube 3, 2, 4, was weiß ich. 3, 2, 4, 1, glaube ich, passt das so hin. Auch gefährlich vorne mit Werner, mit Zaniolo. Und die gehen auch sehr, sehr früh und aggressiv drauf. Und da bieten sich doch die Räume für uns. Vlahovic zum ersten. Ach, schade, Zakaria kommt da nicht mehr ran. Und bei Rom geht es diesmal ein bisschen fixer als bei Udine, aber auch hier. Sofort da, Verteidigung steht. Verteidigung scheint sich so ein bisschen wirklich gefunden zu haben jetzt in der Viererformation. Das sieht echt sehr, sehr gut aus, phasenweise. Chiesa, Davis, Zakaria. Bisschen zu schlampig und dann ist es abseits. Und wir machen einiges. Wir machen viel für Spiel. Jetzt fehlt halt nur noch das Tor. Die Führung. Um dann hier schon mal ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Wieder selbe. Oh, zu durchsichtig. Selbe Variante, wollte ich sagen, über außen dann mit dem Versuch nach innen zu flanken. Und dann muss ja da Vlahovic irgendwo stehen. Also es ist gut, dass wir ihn jetzt wieder haben. Dass er wieder fit ist. Und der Druck wird größer von uns. Vlahovic und muss an mitlaufen. Kulusewski. Vlahovic, da läuft. Kein Foul. Ich glaube, das war auch diesmal Ball gespielt. Und jetzt kommt Rom vielleicht zum ersten Mal über Zaniolo. Über Werner. Thierry muss im Abseits stehen. Steht er nicht? Doch, steht er. Ich wollte gerade sagen, wo ist der 5. Schiris? Wo ist die Fahne? Aber so kann es halt auch gehen. Schnell gespielt. Wie gesagt, die Viererkette ist jetzt auch nicht lückenlos, aber ist auf jeden Fall besser als die Dreierkette, habe ich so das Gefühl. In den letzten Spielen. Nächste Chance, Vlahovic auf Talisca, ja. Abschluss suchen, der Keeper hält auch nicht jeden Ball fest. Und dann müssen wir vielleicht auch mal eine Eckball-Variante hier machen. Nicht immer nur blind in den Strafraum rein. Mal den Torwart zustellen. Gucken mal, wie die Leute reinlaufen. Talisca und Chiesa, aber nicht so. So nicht. Der hat schon auch das ein oder andere Traumtor geschossen. Gegen Udine zum Beispiel.
Auch im letzten Spiel, aber da muss er ein bisschen besser zielen. So, und ihr seht ja auch nach wie vor die Vorteile einer Dreierkette. Rom spielt ja so, wie wir auch mal ab und an gespielt haben. Du hast 4, 5 Mann direkt immer vorne. Aber dadurch ist halt hinten dann die Lücke in der Verteidigung irgendwo. Ah, Gravenberch, ja, passiert. Der darf auch mal vom Fuß rutschen, denn wir haben ihn gleich wieder. Zack. Kulusewski, Gravenberch und schon können wir wieder aufbauen. Und wir haben auch relativ viel Platz im Mittelfeld, wenn wir es schnell spielen. Kulusewski, Gravenberch mal, Vlahovic wartet am Elfer oder Chiesa. Zakaria nochmal und jetzt Talisca, ja, und Patricio. Wer das denn ist, der hält den auch nicht fest. Also den hätte er jetzt zum Beispiel festhalten können, der war jetzt nicht so stark, aber gut für uns. Jetzt vielleicht mal ein bisschen flacher angesetzt, vielleicht Davis da im Fünfer oder Bremer hinten, ja. Und dann kriegen sie es gerade noch geklärt. Und wieder Ballgewinn, sehr, sehr dominant, Verteidigung steht hinten. Dieses Gerüst, wenn wir das von Anfang an gehabt hätten, glaube ich, hätten wir auch mehr Spiele gewonnen und weniger unentschieden gespielt. Das ist jetzt immer leichter gesagt, aber jetzt so von der Ferne her würde ich sagen, das war vielleicht da abseits. Das war nicht nur vielleicht abseits, das war abseits. Und das wäre dann auch vielleicht die bessere Formation gewesen. Aber gut, die Dreierkette, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Die ist auch gut. Die kann man auch richtig, richtig gut spielen. Apropos spielen, starker Ball. Und jetzt Chiesa, das ist doch seine Position. Ja, aber zu hoch. Zu hoch drüber, zu weit daneben. Einfach nur schlecht. Würde jetzt, ich weiß gar nicht, wer den Kommentar gesagt hat. War das noch Manni Breukmann? Damals mit Frank Buschmann zusammen in einem der FIFA 14, 15 Teile. Ja, es fehlt nicht viel. Es fehlt halt ein Tor. Selbes Spiel. Roma mit einem Abseitstor. Wir auch mit mehreren Chancen. Wir spielen das aber gut. Auch im Mittelfeld, auch wenn der Ball jetzt mal... Oh, Achtung. Eine Chance gibt es nochmal. 3 gegen 2. Wenn sie jetzt nicht alle schnell mit nach hinten kommen. Ein dicker Flanke kommt und Werner wäre da gewesen. Ganz gefährlich, aber Castells ist da. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Hinten müssen wir natürlich immer mal schauen. Inter führt gegen Parma. Das war mir auch klar. Weil Parma ist 17. Das da hätte schon sehr viel Fantasie mit dazugehört. Hier 3-4-2-1 spielen sie. Also ähnlich wie die Eintracht. Quasi auch. Mit 2 Zehnern. Und einem Stürmer dann vorne. Tja, wer schießt das erste Tor? Das ist die große Frage. Wäre natürlich wichtig, wenn wir das schießen. Wenn Inter jetzt schon führt, Neapel hat gewonnen, dann sind wir natürlich unter Zugzwang. Aber da müssen wir es jetzt auch ein bisschen konzentrierter in unserer zweiten Halbzeit, die ja nicht so unbedingt für uns immer ist. Beziehungsweise wo wir dann ein bisschen abbauen von der Leistung her. Aufgepasst. Ball kommt, aber haben wir leicht und locker verteidigt. Genau so muss es auch weitergehen. Vielleicht jetzt mal, wenn Kulusewski läuft. Oh, Alaba, das war zu viel. Oh, oh. Das war zu schnell gespielt. Kein Abseits. Zaniolo, Ndika grätscht zu früh und Bremer. Jawohl. Die erste Grätsche und Alaba kommt dazwischen. Und Castells muss Kopf und Kragen riskieren. Aber starke Grätsche gerade von Bremer. Das war sehr, sehr wichtig. Gerade ein bisschen riskant. Von Alaba, so wollte ich das eigentlich machen. Und das ist halt dann das Problem. So, aufgepasst, jetzt sind wir vorne oder beziehungsweise sind die vorne zu viele Leute und wir fahren hinten zu wenig. Dieser überfallartige Angriff dann mit der Dreierkette ganz, ganz gefährlich. So, aber überfallartig, das können wir auch. Chiesa, Talisca und Vlahovic läuft durch. Ah, ist aber alleine. Kriegen aber den Freistoß. So, Inter oben hat ausgeglichen, beziehungsweise Parma hat ausgeglichen. Stand jetzt, aber da kam wieder ein neues Ergebnis mit hinzu. So, und Ndika, der kann auch. Der hat Platz, der wird nicht angegriffen. Und der schlägt die Hände im Gesicht zusammen, aber wir machen weiter. So, jetzt mal mit dem Außenriss oder mit dem Flatterball. Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Hat auch zuletzt gegen Inter geklappt. Chiesa, Vlahovic, ja. Dika, Gravenberg, nochmal raus auf Chiesa. Allein gegen alle. Vlahovic kommt auch nicht ran, der wird da gut zugestellt. Kriegen den leider nicht so gut ins Spiel rein. Und jetzt aufgepasst. Ne, Zakaria muss nach innen. Bremer muss auch nach innen. Da muss jetzt Davis mal nach hinten sprinten. Macht er auch. Und ist da. Perfekt. Hat den Ball. Die Viererkette darf ich halt, so gut es geht, nicht auflösen. Nächste Chance. Kulusewski, Chiesa, das wird wieder abseits sein. Nein, kein Abseits. Gut gespielt. Vlahovic setzt sich ab. Da ist er. Und Zakaria. Und Talisca. Und jetzt ist er drin. Im dritten Versuch. Klingelt's. Was ein schönes Tor, aber mit ganz, ganz viel Anlauf. Hier geklärt und dann Talisca einfach wuchtig rein. Da braucht der Keeper auch dann nicht mehr hinterher springen. Das war dann auch natürlich Glück. Aber das ist in der Phase der Saison völlig egal, wie wir hier die Tore schießen und wie wir vor allem dann die Spiele hoffentlich dann auch gewinnen. Ja, und das entfacht jetzt, wie gesagt, eine große Euphorie. Wir haben ja noch einiges vor uns. Wir haben noch die Champions League auch. Da geht es dann gegen Paris. Das wird nicht viel leichter. Wenn ich da an letzte Saison denke mit Dortmund, ey, das waren 2 Hammerspiele. Vor allem das Rückspiel dann in Paris. Darauf stelle ich mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder ein. Unser nächster Gegner ist nämlich Parma. Mal schauen, was die gegen Inter noch machen. Zakaria. Da oben kommt die Einblendung und Inter geht wieder in Führung. Aber das ist nicht schlimm. Wir führen jetzt ebenfalls, vielleicht mit 2-0. Nee. Das heißt, der Vorsprung bliebe erstmal, aber mehr auch nicht. So, Davis wieder dazwischen. Also ich muss sagen, wirklich, nochmal als Bestätigung, Verteidigung steht gefestigter, steht sicherer. Hier in der Viererkette, das ist wirklich richtig gut anzusehen. Und ja, endlich, war auch ein langer Weg, bis wir das rausgefunden haben, bis wir jetzt mal zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Viererkette doch halt einfach mein System ist, vielleicht. Aber nochmal, die Dreierkette ist auch gut. So, Mbuku. Für die letzten 13 Minuten. Das heißt wieder 2 Optionen, richtig gut. Zakaria weicht mal auf die Außen aus, warum nicht? Der kann das auch, nach innen. Vlahovic, ja, ist alleine, der kann doch, aber so nicht. Hätten wir auch wieder noch ein paar Meter gehen können. Wir haben so viel Platz gehabt im Strafraum und dann ist er leider nicht so treffsicher wie Talisca beim 1-0. Aber genau das ist es jetzt. Weiterhin aufs Zweite gehen. Wir gewinnen hier wichtige Zweikämpfe und pressen auch wieder vorne zu. Mit Talisca und Vlahovic. Und dann fangen wir den hier spätestens ab. Zack, mit Chiesa. Und dann muss es wieder in die andere Richtung gehen. Genau so. Vlahovic ist im Abseits. Deswegen konnte ich jetzt gerade nicht spielen. Talisca, Chiesa, da ist Zakaria frei. Jawohl, Kulusewski. Und das ist die Entscheidung. Wunderschön gespielt. Wunderschönes Tor in den Winkel. Hier, Zakaria hat die Option auch selber zu schießen, lässt dann aber durch oder verlängert nochmal mit der Hacke und Kulusewski humorlos mit rechts ins obere Eck. Genau wie Talisca nur auf der anderen Seite. Sehr gut. Und das, was uns halt so oft gefehlt hat in der Saison, dieses zweite Tor zu schießen. Das kommt jetzt eventuell zum richtigen Zeitpunkt, aber Rom will nochmal, kommt. Oh, Vorsicht, Zaniolo. Werner in der Mitte, Ndika klärt. Auch das haben wir richtig gut verteidigt und das dürfte der nächste Sieg sein. 3 Minuten sind es noch. Aber das wird nichts mehr. Nee, ich glaube, das ist der nächste Sieg. Der Abstand bleibt also weiter. Achtung, Zaniolo kommt trotzdem. Und Werner, nein, Alaba. Oh, kein Eigentor. Alle fallen übereinander her. Alaba ist es dann. Der klärt, ey, das ist ja Vogelwild. Achtung, jetzt kommt Werner doch nochmal. Da weißt du manchmal gar nicht, wo vorne und hinten ist, ey. Jetzt kommen nochmal Vinia und Villa. Und Patrice ist auch wieder mit vorne. Ja, wenn wir den Ball abfangen können, warum nicht?
Castells kommt, Chance ist da. Aber der Schiri wird wieder vorher abpfeifen, das ist es ja. Castells, oh, lass ihn doch mal durchlaufen. Der wäre auf halber Strecke verhungert, aber egal. 2-0 Sieg gegen Rom, wichtig, weil die Konkurrenz auch wahrscheinlich gewonnen hat. Also Neapel hat ja gewonnen, Inter wird wahrscheinlich auch gewonnen haben. Ganz, ganz wichtig. Und Rom, denke ich, ist jetzt damit offiziell raus aus dem Meisterschaftsrennen. Auch wieder sehr dominant. Ja, dachte ich, Inter gewinnt 3-2, ganz knapp. Aber Parma hat nochmal alles rausgehauen. Jetzt hoffentlich spielen sie gegen uns ein bisschen ruhiger. Gegen uns können sie jetzt ein bisschen Piano machen. Ach, ist Länderspielpause. Na, super. Da können wir ja auch eigentlich mal in den Kalender separat reingehen, wenn ich den hätte. So. Die Testspiele mit Island. Gut, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Da hätte ich vielleicht auch nochmal eine Saison dranhängen können, wegen der nächsten Weltmeisterschaft wäre es ja dann, ne? 2026 hätte ich ja nochmal die Qualifikation spielen können. So, Partie spielen. Ich will eigentlich vorsimulieren. Wo ist denn der Kalender hier? Naja, so wenig wie ich hier im Kalender bin, da. So. Ich wollte nämlich mal das bisschen vorsimulieren. Dann kommt schon Paris. Wir sind jetzt zwischen Paris und Inter. Also die Woche wird sehr, sehr interessant hier. Verfolgerduell. Oder was heißt Verfolgerduell? Das Topspiel gegen Inter. Und dann Hin- und Rückspiel gegen Paris. Das wird, schwierig. Das heißt, wir lassen gegen Parma. Lass mal hier kurz gucken. Ach, guck mal, gegen Schweden gewonnen, gegen Irland verloren, immerhin. Auch da mal so ein kleines Erfolgserlebnis. Das heißt, wir lassen gegen Parma. Ja, ich muss da die B11 spielen lassen. Weil ich brauche gegen Paris wieder alle Leute. Also ich denke, mein Mittelfeld, da kann man, obwohl, ja, Pogba ist verletzt, da ist nicht viel. Also Davis kann vielleicht mal runter, Schade kann auf rechts spielen. In Verteidigung können wir vielleicht auch Bonucci zur Not mal reinbringen und Rugani oder Gertruida sogar. Dass wir hier eine komplett neue Dreierkette haben. Mittelfeld haben wir Kamavinga und ja, Dahoud zur Not, der kann auch spielen. Aber vorne ist halt nicht viel, ne? Da haben wir wirklich Vlahovic, Chiesa und Larsson. Der aber auch schon eine 77 hat, ne? Der hat sich auch schon schnell verbessert. Eine +3, also der wird auch später mal für viel Geld, glaube ich, verschäbelt werden. Buffon kann auch spielen gegen Parma zum Beispiel. Wäre auch mal so eine Geschichte gegen seinen Ex-Club unter anderem. Das spitzt sich jetzt oben echt zu. Jetzt ist Inter neuer Zweiter und das ist halt unser übernächstes Spiel dann. Neapel hat auch nur 5 Punkte Rückstand. Tja, AC Mailand weiß ich auch nicht, was die noch vorhaben, ob die auch noch mal Bock haben, oben mit anzugreifen. Naja, also es steht jetzt eine sehr, sehr spannende Woche vor uns mit Parma, Paris und Inter. Bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.